Legionellen sind im Grunde genommen in der Umwelt vorkommende Bakterien. Nicht alle Legionellen sind bekannt als krankheitserregend, aber ich sage mal so 5 bis 10 Typen sind bekannt dafür. Über die öffentliche Wasserversorgung gelangen sie quasi in technische Trinkwassersysteme. Legionellen sind im Grunde genommen in der Umwelt vorkommende Bakterien. Die findet man im Prinzip überall in Gewässern in sehr geringen Konzentrationen. Es gibt knapp 80 bekannte Spezies von Legionellen mit weiteren Untertypen. Ja. Die bekannteste ist Legionella pneumophylla. Die ist auch am weitesten verbreitet sozusagen in den Trinkwassersystemen, von wo aus sie Menschen infizieren, und ist eben auch bekannt als krankheitserregend. Nicht alle Legionellen sind bekannt als krankheitserregend, aber ich sage mal so 5 bis 10 Typen sind bekannt dafür. Man muss die Kette verstehen. Es gibt sie in der Umwelt und über die öffentliche Wasserversorgung gelangen sie quasi in technische Trinkwassersysteme. Ja. In sehr geringen Konzentrationen, da reichen 1, 2, 3 Legionellen, und finden die in diesen technischen Trinkwassersystemen, ich sage mal, Lebensbedingungen vor, die es ihnen ermöglichen, sich stark zu vermehren, dann können eben gesundheitsgefährdende Konzentrationen entstehen. Heißt ganz konkret, in der Natur sind Legionellen im Grunde genommen völlig ungefährlich und auch nicht relevant, ja, sondern sie werden erst gefährlich, wenn sie besonders gute Bedingungen vorfinden und sich auf hohe Konzentrationen eben vermehren können. Legionellen sind sehr widerstandsfähige Bakterien, das heißt, die werden nicht vollständig abgetötet in der sehr guten Reinigung, die die öffentlichen Wasserversorger machen. Das heißt, die eine oder andere lebende Legionelle schafft es eben über die öffentliche Trinkwasserversorgung oder manchmal auch über, ich sage mal, Schadstellen in der Versorgung. Beispielsweise die Pseudomonaden kommen über Schadstellen häufig ins Trinkwassernetz oder E. coli, schaffen es in Hauswassersysteme oder andere technische Trinkwassersysteme. Das können Kühltürme sein, das können, ich sage mal, Klimaanlagen mit Wasserabscheider sein, das können sonstige Beregnungsanlagen sein. Und in diesen Anlagen wird Wasser häufig auch gespeichert, es erwärmt sich und, ich sage mal, in einem bestimmten Temperaturmilieu, bei wenig Bewegung, und wenn sie gewisse Nährstoffe vorfinden, dann fangen die eben an, sich sehr wohl zu fühlen, und dann vermehren die sich sehr stark. Legionellen sind sehr genügsam, die brauchen nicht viel. Denen reichen im Zweifel ein paar Eisenionen und ein paar andere, ich sag mal, geringe Dinge, um sich zu ernähren, und das bisschen ist im Wasser gelöst. Das heißt, die haben in der Regel keine ganz großen Schwierigkeiten, Nährstoffe zu finden. Also zwischen 25 und 40 Grad, gerade so unsere Warmwassertemperatur, da fühlen sie sich pudelwohl. Ja. Und wenn es dann noch stagnierende Stellen gibt, also Stellen, an denen das Wasser, ich sage mal, nicht regelmäßig in Bewegung ist, dann bilden sich dort Biofilme, meist auch mit anderen Bakterien, und dort nisten sich Legionellen sehr gerne ein und gedeihen. Also nicht ganz präzise, ich bin jetzt kein Biologe, aber die Pseudomonaden, die findet man auch praktisch immer im Wasser, ja, in geringen Konzentrationen, und die sind bekannt dafür, dass sie Biofilme bilden, ja, an Rohrwandungen, an Behälterwandungen, ja, und die sterben auch ab. Ja, und diese Biofilme, die dort gebildet sind, sind natürlich ein hervorragender Nährboden
für alle anderen Bakterien, auch für Legionellen, weil sie bieten Schutz, Nährstoffe etc. Wie lange die außerhalb vom Wasser überleben können, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau sagen. Im Wasser sind die aber sehr widerstandsfähig. Und Wasser heißt hier, die brauchen jetzt nicht irgendwie ein Becken, sondern denen reicht ein Tropfen.